wunderschönen guten Morgen. Ja, wir haben jetzt gerade gut gefrühstückt und sind übrigens hier in Samjil. Das liegt hier. Und das ist hier der perfekte Ort, wenn ihr so ein bisschen Actionsport sucht. Also hier könnt ihr Rafting machen, Upseiling, alles so eine Geschichten. Und wir haben hier die Zeit genutzt, ein bisschen zu arbeiten. Und wir haben hier was richtig Cooles gemacht. Und zwar waren wir Paragliden. Das könnt ihr hier nämlich nur für 50 € pro Person machen. Und ja, es war eine echt coole Gelegenheit, das mal auszutesten. Der Marco ist gerade schon dabei, unsere Weiterreise morgen zu planen und schon mal ein paar Busverbindungen rauszusuchen, womit wir so fahren können. Da uns noch ein paar Fragen bezüglich der Busfahrt erreicht haben, haben wir euch gedacht, da wir heute noch mal eine kleine Bustour machen und morgen eine längere Bustour in den nächsten Ort machen, nehmen wir euch einfach mal mit und zeigen euch, wie das hier so funktioniert. Ja, und wir suchen uns dann die Busverbindung für die langen Strecken zumindest immer auf der Seite Redbus raus. Wir haben festgestellt, da werden die meisten Busunternehmen mit allen Verbindungen angezeigt. Und was ganz cool ist, ihr könnt halt auch sehen, wie viele Plätze noch frei sind, welche Plätze noch frei sind und auch welcher Bus auf der Strecke eingesetzt wird. Das heißt, dann kann man beim Busunternehmen nochmal gucken, ob das wirklich ein komfortabler Bus ist. Weil wenn ihr so 10-12 Stunden in so einem Bus sitzt, sollte das ein bisschen bequem sein. Einziger Nachteil ist, wir können zumindest derzeit nicht mit der Kreditkarte auf der Seite was buchen. Was übrigens ärgerlich ist, weil es halt hin und wieder auch Discounts gibt. Aber wir gehen dann einfach immer direkt zum Terminal und buchen dann da, weil die Busse kann man 5 Minuten vorher noch buchen, die sind eigentlich nie ausverkauft. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn ihr Umsteigeverbindungen habt und erst halt das Ticket kauft, wenn ihr halt schon da seid, habt ihr halt auch nicht das Problem, wenn ihr eine Verspätung habt, dass ihr ja dann irgendwie umsonst ein Ticket gekauft habt und den Bus dann vielleicht verpasst. Ja, eine andere Seite, die ihr noch nehmen könnt, falls ihr wirklich online vorher buchen möchtet, ist zum Beispiel Bookaway. Da werden wir jetzt zumindest auch gleich die Verbindung von hier Samjil morgen nach Bucaramanga heißt das? Bucaramanga heißt das, buchen. Das ist dann quasi die erste Busfahrt, da sparen wir uns jetzt dann nämlich einmal den Weg zum Terminal. Ja, und ganz cool, bei Bookaway könnt ihr auch die Sitzplätze auswählen und sogar mit Apple Pay oder PayPal Genau, zahlen. kann man schön in Euro, kann man auch ein paar Meilen oder Membership-Punkte sammeln. Rewards-Punkte sammelt, stimmt. Und die Fahrt morgen nach Bucaramanga kostet uns 15,92 €. So, bevor wir uns aber morgen noch mal mindestens 15 Stunden in irgendwelche Busse setzen, werden wir heute noch einen kleinen Ausflug machen und ins Örtchen Barichara fahren. Das ist ein kleines, süßes Kolonialörtchen hier und nur eine halbe Stunde mit dem Bus entfernt. Und diese kleinen Local-Busse, die sind relativ wackelig und laut, aber Beinfreiheit war okay. Und Der Platz an sich war ein bisschen kleiner. Ne? Und die haben jetzt auch nicht so festgelegte Haltestellen auf dem Weg, sondern man kann jederzeit signalisieren, dass man ein- oder aussteigen möchte. Und von daher ist es auch immer nicht ganz fix, wie lange die unterwegs sind letztendlich. Ja, und Barichara ist jetzt hier ein Ort, wo man jetzt nicht verschiedene Sehenswürdigkeiten so einfach abklappert, sondern der Ort ist Sehenswürdigkeit als solches für sich, wo man sich einfach durch die kleinen süßen Gassen treiben lässt. Und das werden wir jetzt mal machen.
Menschen müssen hier ein bisschen aufpassen. Das eine oder andere ist hier ein bisschen kleiner. Warm heute. Ja, heute wird es richtig warm. Auf jeden Fall mal eine kurze Pause im Schatten und dann geht's gleich ins Café. Ja, erstmal was essen und dann gucken wir uns hier die Aussichtsprofile an. Guten Morgen. So, wir haben euch hier noch gar nicht erzählt, wo die Reise heute genau hingeht. Also wir fahren heute von San Gil nach Minca. Und dafür müssen wir erst 2,5 Stunden mit dem normalen Bus nach Bucaramanga fahren. Dort werden wir dann in den Nachtbus umsteigen nach Santa Marta. Der soll so 10, 12 Stunden voraussichtlich fahren. Wir werden es sehen. Und von Santa Marta sind es dann nochmal ungefähr 25 Kilometer bis nach Minca. Und da fahren wir dann mit dem Kollektivo. So, Actual Situation. Die Backpacks sind gepackt und ja, das sind die Sachen, die wir nachher noch anziehen, bevor wir im Bus steigen oder beziehungsweise mitnehmen, weil das ist ein ganz großer Tipp. Die Nachtbusfahrten sind hier immer super, super kalt. Also wir haben dann noch ein Langarm-Shirt und eine Jogginghose und hier so eine kleine Reisedecke. Das ist auch super hilfreich. Die nehmen wir auch immer als Strandtuch. Und Marco hat auch einen Haufen Jacken auf jeden Fall dabei, ne? Die erste Nachttour hatte Andi richtig gefroren und die zweite habe ich richtig gefroren. Ja, da versuchen sie einzutöten mit der Klimaanlage. Ja, und den zweiten Tipp, den wir euch auf jeden Fall geben können, wir geben immer eine ganze Tüte voller Snacks mit, weil an den Busbahnhöfen findet ihr ja zwar zig Stände, die aber irgendwie alle das gleiche haben und das sind irgendwie 50 Sorten verschiedene Chips, also Kolumbianer scheinen Chips über alles zu lieben und ja, irgendwelche frittierten Teilchen oder Weißbrotsorten, also nicht wirklich sowas Gesundes, Nahrhaftes. Und deswegen haben wir jetzt Äpfel mit, Nudelsalat und ein paar Müsli-Riegel, ne? Und bei Oreo kriegst du noch, falls der süße Zahn durchkommt. Also, wir sind jetzt hier noch in der Unterkunft, mussten um 11 schon auschecken, konnten wir aber noch ein bisschen weiterarbeiten, das war ganz cool. Wir müssen jetzt noch die Sachen aus dem Kühlschrank holen und ja, dann laufen wir dann schnell zum Busbahnhof. Das sind irgendwie 20 Minuten, glaube ich, fahren das jetzt. Und ja, sparen wir uns ein bisschen Geld, ja? Freut sich die Reisekasse. Genau. So, jetzt stehen wir hier am Busbahnhof und warten, dass der Bus endlich kommt. Der sollte eigentlich schon vor 10 Minuten fahren. Der Schalter von dem Unternehmen hier Omega ist irgendwie nicht besetzt. Von daher wissen wir jetzt auch nichts Genaues. Andere auch nicht. Wir hoffen mal, dass der nicht zu viel Verspätung hat. Auf jeden Fall werden wir vielleicht doch hier vor Ort gleich buchen sollen, weil wir jetzt gesehen haben, dass so eine andere Linie. Also Kopstrand und so, die werden auch nach Bucaramanga gefahren. Haben wir aber so auf der Internetseite gar nicht gefunden. Nee. Naja, müssen wir noch warten. Kurzes Update einmal zur Situation. Also aus irgendwelchen Gründen kommt der Bus, den wir gebucht haben, heute hier gar nicht an den San Gil. Irgendwas ist in Bogota wohl vorgefallen. Wir hatten ja auch schon Trouble, da an Bogota vorbeizukommen. Ja. Sie konnte uns das Ticket jetzt natürlich nicht erstatten, weil wir online gebucht haben und nicht also über Bookaway. Jetzt haben wir schnell einen anderen Bus gebucht bei einem anderen Unternehmen und gucken wir mal, ob wir das Geld zurückkriegen bei Bookaway. Aber immerhin, wir kommen jetzt erstmal weiter gleich. Sitzen wir gerade im Bus von einem anderen Unternehmen. Aber bleibt doch unsere ursprüngliche Aussage mal, am besten man kauft sie vor Ort die Tickets. Ne? Also hat eigentlich so funktioniert, wenn wir jetzt auch wieder weiter so machen. Der Bus ist übrigens knackevoll und wir sitzen hinten ganz doll am Klo. Der erste Überraschung. Wir sitzen übrigens hier so ein bisschen eingeengt mit unseren Taschen, weil das ist der Tipp, man soll halt bei den Busfahrten das richtige Handgepäck nicht auf die Gepäckablagen oben legen, weil sonst da wohl ganz gerne mal was wegkommen soll. Von daher ein bisschen eng, aber es wird schon die 2,5 Stunden passen. Das ist auch noch so ein anderer Tipp.
ihr habt meistens auf den Fahrten nicht groß Internetempfang, von daher ladet euch irgendwie Hörbücher, Videos, irgendwas runter, damit könnt ihr super die Zeit mit euch vertreiben. So, wir sind mit ein bisschen Verspätung in Bucaramanga angekommen. Und ja, in den Klos sitzen war jetzt nicht ganz so geil, aber landschaftlich war eigentlich ganz schön die Fahrt. Und jetzt haben wir so ungefähr 2 Stunden Zeit, bevor der nächste Bus fährt, weil wir wollen gerne mit dem Doppeldeckerbus fahren. Die sind nämlich meistens bequemer und haben mehr Beinfreiheit als die. Ja, so haben wir wahrscheinlich den wir jetzt eben hatten und da. Das ist für 10 Stunden dann ein bisschen eng. Und dann werden wir uns gleich suchen, wo wir die Tickets kaufen können und noch was essen, ne? Wir sitzen jetzt im Bus und jetzt geht 10 Stunden nach Santa Marta. Und wir sitzen immer ganz gerne oben in den Doppeldeckern, weil man da eine schönere Aussicht hat, wie wir finden. Aber wenn ihr so ein bisschen zur Reisekrankheit neigt, dann nehmt lieber die Plätze unten, weil da merkt man es weniger. An der Karibikküste von Kolumbien. Cool. Aber nur kurz für uns. Für uns geht es jetzt noch gleich weiter ins Inland und zwar nach Minca. Und dafür müssen wir hier einmal ein Taxi nehmen zum Mercado Central. Von da gehen nämlich die Kollektivos nach Minca. Ja. Der Fußweg wäre eine Alternative, ist aber nicht so sicher. Genau, hatten wir jetzt so gelesen. Von daher, Busfahrt war aber soweit okay, ne? Also ganz gut geschlafen, nicht so ein bisschen. War in Ordnung und ja, jetzt werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Wir sitzen jetzt im Kollektivo nach Minca. Das fährt immer dann ab, wenn mindestens 6 Personen dorthin wollen und hat uns jetzt 20.000 zusammen die Fahrt gekostet und Gepäck wird oben gerade auf dem Dach mal wieder verschnürt. Kollektivo war ein bisschen voll und ein bisschen heiß, ne? Ich weiß nicht, warum man das Fenster zumachen sollte. Ja, wir durften das Fenster nicht aufmachen. Das war jetzt auf jeden Fall unbequem. Vielleicht hat der Fahrer dann ein Halbe bisschen Stunde. Lüftung gekriegt. Oder? Aber wir haben einen schönen Ausblick vom Zimmer und Wir kriegen vielleicht 5 Kolibris auf einmal auf ein Foto. ja, da oben ist das Bett und hier unten, glaube ich, das WC und hier haben wir noch eine kleine Chill Area, also richtig nice. Wir sind jetzt nach 19 Stunden tatsächlich endlich angekommen. Und wir sind jetzt in Minca und das ist Hier. Ja, bis jetzt hatten wir auch immer richtig Glück gehabt, dass wir früher rein konnten. Das liegt jetzt vielleicht an der Nebensaison, an der Hauptsaison ist es vielleicht anders, aber bis jetzt sind sie eigentlich sehr offen immer, ne? Ja, konnten wir immer gleich einchecken. Und ja, alles in allem müssen wir sagen, Busfahren ist definitiv die günstigste und die ökologischste Option, um sich hier in Kolumbien fortzubewegen. Und auch wenn es manchmal anstrengend ist, ist es allem in allem doch eigentlich relativ komfortabel, ne? Doch, eigentlich schon. Also das können die machen sogar Werbung für ihre Busse. Das ist sehr cool. Und wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten euch einen Einblick geben, wie das hier so alles abläuft mit dem Busfahren und der Fortbewegung innerhalb von Kolumbien. Und weitere Reisetipps findet ihr natürlich nach der Reise auch auf unserem Blog. Und ja, was es hier in Minca zu entdecken gibt, das seht ihr dann im nächsten Video, ne? Ja, das bin ich mal gespannt. Von daher, bis dann!